Herzlich willkommen, liebe Gäste hier im Drive im Volkswagen Group Forum. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich bin Liane Scheinert und leite hier das Drive. Es ist sehr schön, Sie hier zu haben zu Drive Ahead. Mit Drive Ahead haben wir hier eine Veranstaltungsreihe, die unterschiedliche Formate haben werden. Werden wir Themen der Mobilität der Zukunft von verschiedenen Seiten in verschiedenen Formaten mit spannenden Gästen beleuchten, verschiedene Blickwinkel aufzeigen und andere Perspektiven. Wir haben heute hier uns dem Thema gewidmet oder wir werden uns widmen, dem Thema Wege der Kreativität. Darauf freuen wir uns sehr. Schön, dass Sie da sind, möchte ich gerne nochmal betonen. Und wer heute mit uns hier diskutiert und wer hier hinter mir auf dem Panel schon wartet, loslegen zu dürfen, das wird Ihnen Benita von Malzahn, die heute hier durch die Diskussionsrunde führt, jetzt gleich vorstellen. Liebe Benita, für dich. Danke. Also wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie Kreativität in den unterschiedlichen Bereichen und Berufen auch aussieht, wie man da zusammenarbeitet, ob das Einzelne sind, ob das Teams sind, ist Kreativität eine Gesetzesgebung, wo kommt die Kraft her? Also viele Themen, die hier interessant und wichtig sind. Und deswegen möchte ich ganz herzlich begrüßen einmal Klaus Cichora, unseren Volkswagen-Konzern Design-Chef, der hier mit uns ist. Der ist verantwortlich für 12 verschiedene Marken. Das geht von VW über Bugatti bis Skoda. Also ich glaube, das ist ein breites Feld. Vor allen Dingen mit vielen Menschen, die sich alle mit Kreativität beschäftigen. Also ich glaube, das wird sehr interessant. Und daneben sitzt Birgit Dieker. Herzlich willkommen. Künstlerin, Bildhauerin. Wahrscheinlich insofern ganz was anderes, weil viel was heißt alleine arbeiten, aber doch zumindest ein völlig anderes Umfeld, in dem Kreativität entsteht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute auch zu uns gekommen sind, um hier mitzudiskutieren und zu reden. Und last but not least, Dr. Beitin, der Direktor des Kunstmuseums in Wolfsburg, der wieder auf eine ganz andere Art und Weise auch logischerweise mit Kreativität zu tun hat. Klaus, dann fange ich mal mit dir an. Du hast irgendwann mal gesagt, wann immer du eine neue Form entwickelst, ist das auf jeden Fall, benutzt du dafür den Bleistift. Jetzt gibt es so viele neue Technologien. Warum ist das so? Und was passiert dann im nächsten Schritt? Bleibt das der Bleistift oder wie geht das weiter? Die ursprünglichste, schnellste Möglichkeit, irgendwas, was man im Kopf hat, zu visualisieren, ist eben aus dem Kopf über die Hand aus Papier zu gehen. Das kann man natürlich heute auch mit technischen Hilfsmitteln tun, aber das Unmittelbare, ob ich das in Sand zeichne, mit Bleistift auf Papier, morgens nach dem Aufwachen auf eine kleine Ecke irgendwie was hinscribble, das geht halt immer irgendwie und immer schnell und bleibt dann ja auch auf dem Papier, auf dem Tablet. Ja, ist ein bisschen wie mit Digitalfotografie, das dann schnell mal wieder gelöscht, weggewischt und dann denkt man, ja, war doch vielleicht gar nicht so schlecht die Idee. Papier hat schon einen hohen Wert und ja, diese Mechanik, dass man direkt, was einem in den Kopf kommt, dann eben auch auf Papier bringt, ist die ursprünglichste Art der Idee. Und da wird dann auch oft was draus, aber natürlich nicht immer. Ja, weil nicht jede Idee ist halt irgendwie gut. Ja, muss halt viele haben und dann fischt man halt aus den vielen dann die raus, die gut sind und denkt, könnte was draus werden. Und dann trägt man die vorwärts. Ja. Frau Dieker, Sie sind Bildhauerin, da entstehen große Skulpturen. Sie beschäftigen sich sehr viel mit körpernahen Materialien, mit dem Mensch. Vielleicht auch mal mit einem Bleistift wird da was entstehen, das weiß ich gar nicht. Aber wie funktioniert das bei Ihnen? Also im Grunde genommen sehr ähnlich. Also so ohne Bleistift kann ich mir das gar nicht vorstellen, aber ich schreibe auch viel. Also so, ich habe so meine Bücher, also Skizzenbücher wäre fast zu viel gesagt, das sind so wie Tagebücher, die sehen auch alle gleich aus und so, die sind dann irgendwann so dick, weil ich alles Mögliche da einklebe und dann wird geschrieben, im Grunde genommen jeden Tag. Und nebenher entstehen so kleine Scribbles und dann, genau wie Sie auch gesagt haben, am Rand von einer Zeitung oder dann in dem Buch, was ich gerade lese, da wird dann schnell irgendwie was reingekritzelt oder so. Es sind keine Zeichnungen, die ich jetzt präsentieren würde oder zeigen würde. Das sind im Grunde genommen
Gedanken stützen, das sind Krücken. Also so, dass man einfach so diese Idee nicht vergisst. Und dann, genau wie Sie das auch schon gesagt haben, es ist nicht alles tauglich, manches kann auch gar nichts. Aber manchmal ist es so, dann guckt man 2 Jahre später drauf und denkt, hoppla, das ist ja interessant. Also so, es gibt dann auch Phasen, wo ich dann so Zeichnungen auch mehr ausarbeite, aber das mache ich recht wenig. Ich gehe meistens dann direkt ins Material. Also wie Sie, ne, weil Sie jetzt auf Bildhauerei angespielt haben, also da sind die Scribbles und dann kommt der Ton oder was auch immer und dann forme ich mir schon mal was, damit ich das real vor mir habe. Ich brauche das als Gegenüber. Oder ich nehme dann auch schon das Material, woraus es entstehen könnte und fummel da schon rum und so. Ich brauche relativ schnell ein räumliches Modell. Ja, Dr. Beitin, jetzt bei Ihnen ist das natürlich, was da auch noch dazu kommt, ein ganzer Museumsbetrieb, der mit einbezogen werden muss. Wie funktionieren die organisatorischen Dinge? Kann man die auch einfach kreativ entwickeln? Naja, ich denke mal, bei mir ist es, glaube ich, schon eine ganz andere Form der Kreativität, weil zum einen ist es doch sehr stark geprägt von Alltagskreativität, dass man sozusagen ein Problem hat und muss es irgendwie lösen. Man hat irgendwie eine Begrenzung zeitlicher, finanzieller, räumlicher Art. Man muss da sozusagen, wenn man gerade Ausstellungen plant, muss man natürlich schauen, wie man mit den Mitteln, die man hat, kreativ umgeht. Andererseits habe ich natürlich auch sozusagen eine andere Form der Kreativität, indem ich Texte schreibe, wo ich natürlich auch schauen muss, wie man mit dem Material, was man hat, so kreativ umgeht, dass man auch natürlich einen Mehrwert produziert, weil ich möchte ja nicht nur, wenn ich einen Text schreibe, das wiederholen, was andere schon geschrieben haben, sondern man will ja auch dann in einem kreativen Austausch dann ja auch mit dem Künstler oder der Künstlerin was Neues schaffen. Und dann ist natürlich auch die dritte Form der Kreativität dann letztendlich, wenn man Ausstellungsideen entwickelt, wenn man Konzepte entwickelt, die ja weniger jetzt in Form von Skizzen sozusagen, das sind dann eher so Mindmaps sozusagen, weil man dann doch das ein oder andere Thema über Jahre im Kopf hat und sich das dann so weiterentwickelt. Manchmal schreibt man es natürlich auch auf, aber dann ist natürlich schon der Punkt erreicht, wenn man dann irgendwann das Konzept umsetzen muss. Und dann ist natürlich die Frage, wie man das auch präsentiert, wie man das auch dann dem Besucher so in einer Form präsentiert, dass es auch attraktiv ist, dass auch natürlich das Konzept der Ausstellung dann auch nachvollziehbar ist. Also insofern sind es ganz unterschiedliche Formen der Kreativität, aber das macht oder würde ich sagen, meinen Job ja auch für mich jedenfalls so spannend und so abwechslungsreich, weil man einfach da ganz unterschiedlich sich dann irgendwie kreativ austoben kann, um es mal so zu sagen. Aber austoben ist ein gutes Wort, weil zum Teil könnt ihr euch ja nicht austoben, weil eben es gibt nur einen gewissen Raum oder eine finanzielle Situation oder Ingenieure, die sagen, da muss aber noch ein Sicherheitspaket mit rein oder es gibt ja immer Dinge, dass ihr wahrscheinlich nicht einfach sagen könnt, ich bin jetzt kreativ und das wird es auch werden. Wie ist das dann bei Ihnen? Sie sind alleine und sagen, ich kann einfach kreativ sein, ich darf einfach machen, was ich will. Genau, ich kann natürlich machen, was ich will, aber es klappt natürlich auch nicht immer und da gibt es eben genau diese Grenzen, was weiß ich, der Finanzierung, ne, das ist irgendwie, klar könnte ich mir vorstellen, ganz viele Bronzeskulpturen zu machen, aber sowas zu machen ist unfassbar teuer, das geht einfach nicht. Also da braucht man schon einen Auftrag oder so, ja, die muss ja dann auch irgendwo stehen, die hat man dann nicht zu Hause oder bei sich im Lager dann so rumstehen. Also so, da müssen einfach diese Verhältnismäßigkeiten, diese finanziellen stimmen und dann gibt es natürlich auch immer technische Probleme. Bildhauerei ist nun ist eben ist eine absolut dreidimensionale, reale Angelegenheit. Schwerkraft, all sowas spielt eine Rolle. Da kann man sich sonst noch wie vorstellen, wie was irgendwie von der Decke hängen könnte und wie toll das aussehen könnte. Aber irgendwo muss ein Haken rein, irgendwie muss das getragen werden, irgendwie muss das funktionieren. Von innen muss es eine Konstruktion haben. Und da helfen mir dann im Modelle, wenn ich dann anfange, da was rumzubauen. Viele Probleme löse ich schon in dem Moment. Dann merke ich, aha, okay, wenn ich das so und so baue, dann muss ich hier eine Verbindung und da das machen. Und wenn ich damit dann zum Beispiel zum Schlosser gehe und sage, so soll die Skulptur werden, ich habe mir gedacht, so, dann sagt er, jo, das können wir so machen. So ungefähr funktioniert das. Ja, ja, Klaus, wie ist das bei dir und einem Riesenteam und Ingenieuren, die hinten sitzen und sagen, wir müssen da auch noch ein Wort mitreden? Ja, man muss auch mit einer gewissen Knopfdruck-Mentalität klarkommen. Also ja, auch wenn man mal keinen so tollen Tag hat, muss natürlich am Ende ein Resultat stehen, ja, weil Termine werden halt nicht verrückt. Schränkt das die Kreativität ein? Wie machen das deine Mitarbeiter? Für mich ist das, Kreativität entsteht auch aus der Challenge, also aus dem Druck macht ja auch was mit einem, dann denkst du, scheiße, jetzt musst du irgendwie vorwärts kommen, ne? Wie machen wir es denn jetzt? Und das ist auch Katalysator, ja? Das hilft auch und
in der Entstehung eines Fahrzeugs sind halt über einen längeren Zeitraum, rund 2 Jahre, die Formgebung dauert, sind halt viele Fraktionen, Menschen beschäftigt. Das will moderiert sein, das muss man auf den Punkt kriegen, das muss zu den gegebenen Kosten und Kostenzielen hinterher herstellbar sein. Das ist also ein hochindustrielles Produkt, das dann vieltausendfach produziert wird und in Kundenhand funktionieren muss, ein Autoleben lang. Also extrem viel Restriktionen, Anforderungen, die man zu erfüllen hat. Aber das ist so auch ein bisschen das Feuer bei uns. Das macht halt auch Spaß, wenn man dann vor Herausforderungen steht, die eigentlich erstmal nicht lösbar scheinen und dann kriegst du es am Ende doch irgendwie hin, ist natürlich auch ein tolles Gefühl und gibt dem Team halt auch viel Drive, wenn man das hinkriegt. Tatsächlich schon das spannend finde, was Sie so gerade auch erzählt haben. Ich meine, bei dir ja auch im Grunde genommen, also einerseits Kreativität, aber es muss sich ja auch auf unterschiedlichen Ebenen ja auch, ich sag mal, verkaufen können. Weil bei dir sind es die Skulpturen, die du ja natürlich einerseits für dich müssen sie funktionieren, aber die sollen ja auch irgendwann idealerweise verkauft werden können. Bei Ihnen sind es die Autos in einem ganz viel größeren Maßstab im Grunde genommen, aber es muss ja auch irgendwo, die Kreativität muss ja auch ankommen beim Konsumenten. Also diese ganzen Stufen sozusagen, diese Kalibrierungsinstrumente, die man braucht, um sozusagen am Ende dann ein Produkt zu haben, wo man sagen kann, das ist für mich okay, bringt sozusagen die Idee, was ein Auto sein kann, voran, aber soll ja auch dann irgendwo eben, wie gesagt, auch verkaufbar sein. Ja, wenn man an ein Projekt rangeht, das halt große Dimensionen hat, ne? Golf zum Beispiel, nächste Generation Golf. Ja, da darf einem dann nicht der Stift zittern. Ne? Jetzt wird es schwierig, jetzt kriege ich das hin. Ne? Man hat aber ja doch relativ schnell ein Gefühl dafür, wo man das hintreiben möchte. Ja? Das kommt auch aus diesem Kreativfeuer, das natürlich in so einem Team dann da ist. Ja? Dass man sich die Bälle zuspielt, dass man dann sagt, wow, tolle Idee hier, tolle Idee da, das nicht so gut. Und dann entsteht etwas in diesem Verbund des Teams. Ein Team muss man natürlich auch formen. Das braucht auch Fürsorge und Treibstoff, dass am Ende dann gute Resultate rauskommen. Wir müssen uns natürlich mit unserer Arbeit am Ende vielen Stufen des Messens stellen. Der Kunde muss sagen, finde ich gut. Ja, die Journalisten müssen sagen, finden wir gut. Es wird geklinickt, es muss auch produzierbar sein und. Das ist also endlose Filterschichten, durch die so ein industrielles Produkt durch muss. Und das aber mit einer sauberen Handschrift hinzukriegen, mit Stil hinzukriegen, das ist halt die Leistung des Teams. Ja. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das Team das so kann und schafft und macht. Ja. Das ist schon stark. Bei mir ist alles ganz anders. Ich habe natürlich die absolute Freiheit, was aber Fluch und Segen irgendwie in einem ist. Im Zweifel interessiert sich eben auch keine Sau dafür. Ob ich jetzt nun ins Atelier gehe oder nicht, das ist ja im Grunde genommen total egal. Und wenn es dann eine Ausstellung gibt, die sind ja eigentlich dann meistens immer schon ein bisschen langfristiger geplant, das ist wunderbar, dann gibt es einen Rahmen, dann gibt es ein Ziel, dann gibt es was Konkretes, dann gibt es Leute, mit denen man sich dann unterhalten kann und kann gemeinsam was formen, was ich dann auch wirklich mal genieße, wenn man dann wirklich mal mit mehreren Leuten zusammenarbeitet. Aber meistens bin ich da ja, ich bin ja mein eigener Chef, ich muss mich schon selber treten, also so, und bin mein härtester Kritiker und das alles natürlich immer alleine. Also ich habe zum Beispiel ein Projekt, da arbeite ich im Grunde genommen, glaube ich, schon seit über 10 Jahren oder seit 15 Jahren, ist nur eine Kleinigkeit. Ich will nicht wissen, wie viel Geld da schon drin steckt. Und im Grunde genommen, irgendwie manche Leute machen sich schon lustig darüber, was, jetzt kommen sie wieder mit einer Badekappe. Ja, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass die Idee super ist. Ich habe es immer noch nicht technisch hingekriegt, aber es wird gehen. Ich merke, es gibt immer wieder was Neues. Man entdeckt ein neues Material oder eine neue Technik oder so, toll, dann kann ich ja das und das und das machen. War mir vorher nicht klar, war alles nicht möglich. Geht jetzt aber, das muss ich doch gleich mal ausprobieren. Und das ist ja auch Kreativität. Ich habe auch so ein Ding, das mich schon fast 20 Jahre durch die Karriere bewegt. Ja, Darüber könnten wir mal eine Ausstellung aber machen. keine Badekappe. Über alle Dinge, die keine Badekappe. Ich habe halt lange davon geträumt, den T1 wieder zum Leben zu erwecken, weil das für mich so ein Fahrzeug ist, das halt extrem sympathisch auf einer Seite
ja, die gesamte Verkehrsfläche nutzt für Insassen. Und jetzt geht's, weil es elektrisch geht. Und das war halt immer so ein Ding, das habe ich immer wieder vorgeschlagen und immer, naja, jetzt hör auf mit dem Ding und geh weg. Und Aber das ist ja das, was, glaube ich, auch, wenn man Künstler oder Künstlerin ist, ja auch so schwierig, dass man ja in der Regel ja, wie du schon auch gesagt hast, du bist Einzelkämpferin, du hast im Grunde genommen, natürlich hast du Freunde wahrscheinlich oder mit denen du da über die Projekte sprechen kannst. Bei Ihnen ist ein Riesenstab, der sozusagen als Kontrollinstanz funktioniert. Man will auch daran festhalten, man will ja auch nicht irgendwie dann gleich wieder sagen, naja, und das gleich verwerfen. Also das finde ich schon auch, glaube ich, diese innere Kontrolle und innere Kritik sich selbst gegenüber, glaube ich, ist ja schon extrem schwierig, weil ist man ja auch ein einfach, das ist- Qualitätsmerkmal ja auch behalten will. Genau, und das ist eigentlich dieser fürchterliche Mix auch. Eigentlich braucht man total viel Selbstvertrauen, um Dinge irgendwie wirklich in die Spur zu bringen, also Ideen zu realisieren. Und auf der anderen Seite sind so diese steten, unbequemen Wegbegleiter wie Zweifel und Mutlosigkeit immer da. Und dann alles wieder also ich zumindest dann denke, oh Gott, was mache ich denn jetzt schon wieder? Und was ist denn das für ein Scheiß? Und ich weiß nicht. Und kann man das jetzt noch machen? Oder ist das jetzt oder so? Oder dann muss man auch aufpassen, oder ich, dass ich dann nicht zwischendurch den Mut verliere und alles hinschmeiße. Wie ist das denn in der Zusammenarbeit mit dem Ausstellungsmacher und der Künstlerin? Wie viel Kreativität darf die Künstlerin da einbringen? Also eigentlich habe ich bis jetzt in den rund 100 Ausstellungen, die ich gemacht habe oder beteiligt war, eigentlich nur gute Erfahrungen mit Künstlern gehabt. Also in der Regel war es immer, sind die Künstler doch auch davon überzeugt oder wissen, dass man irgendwo auch Grenzen hat und dass man nicht alles machen kann. Natürlich möchte man als Kurator alles ermöglichen und im Grunde genommen ist es letztendlich, und ich glaube, das eint uns auch immer ein Abwägen zwischen so einer Alltagskreativität, wo man einfach Probleme kreativ lösen muss, und so einer schöpferischen Kreativität, dass man natürlich einerseits eben Ideen ermöglichen will. Natürlich, wenn sozusagen eine geniale Umsetzung, eine geniale Idee da ist, will man natürlich auch alles tun, dass es umgesetzt werden kann, aber oftmals geht es eben nicht, weil man einfach weil es technisch nicht funktioniert, weil es zu teuer wird oder weil man den Raum nicht hat oder wie auch immer. Also das ist irgendwie immer aber das macht es ja auch irgendwo auch ja so spannend irgendwie. Ich bin ja gebeten worden, hier Bildmaterial zu liefern, um so ein bisschen das, was meine Kreativität angeht, darzustellen. Ich meine, das ist eben die Entwicklung von Ausstellungsideen letztendlich, also beispielsweise Lebenslust der Täuschung, eine Ausstellung, die wir mit der Kunsthalle München zusammen gemacht haben, als ich noch in Aachen war, weil mich im Grunde genommen bei den Ausstellungsthemen, die mich interessieren, immer irgendwo gesellschaftspolitische oder gesellschaftlich relevante Aspekte eine Rolle spielen. Also wir leben ja alle in zunehmenden Zeiten von Fake News. Wir werden wahrscheinlich bei der nächsten US-amerikanischen Präsidentschaftswahl das Problem haben, dass wir das Problem mit Deepfakes, also dass wir im Grunde genommen mit Videos, mit Bildmaterial, mit Bewegtbildmaterial zu tun haben, die komplett digital generiert sind, die also nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, wo man wirklich auch, das ist dann sozusagen die negative Seite von Kreativität, wo man destruktive Elemente hat, die eben tatsächlich durch Falschmeldungen im Grunde genommen Wähler beeinflussen will. Und mich hat eben bei dieser auch schon interessiert, wie man im Grunde genommen in der Kunst damit umgeht, weil die Kunst letztendlich schon seit der Antike letztendlich auch mit dem Fake spielt. Welche Arbeit, mit der Sie sich zurzeit beschäftigen, drückt am besten das aus, was Sie vereint, was Ihnen wichtig ist? Das ist die Anita und inspiriert hat mich Anita Berber. Und wenn man dann bedenkt, ich meine, eine Künstlerin, Tänzerin, expressive Tänzerin. Und was mich einfach interessiert hat an dieser Person, war so diese innere Zerrissenheit, dieses Glamour-Girl zu sein und auf der anderen Seite durch Drogen, Alkohol und all das sich also wirklich komplett zerstört zu haben. Sie ist ja dann auch mit 29 gestorben und sie selber hatte einen Wahnsinnsanspruch an sich, eben das, was sie macht, als Kunst zu sehen. So wollte sie gesehen werden, als Künstlerin. Aber die Menschen im Publikum haben sie gesehen als Nackttänzerin. Das war für sie wirklich ein ganz, ganz schwieriger Schritt und eine schwierige, ja, das irgendwie auszuhalten. Und was mich dann einfach interessiert hat, war dieser metallische Look von diesen Paillettenkleidern. Das sind alles glamouröse Kleider, die darin stecken. Ein Insekt assoziieren und damit dann eben auch die Idee der Metamorphose, also so die Metamorphose des Körpers von einer äußeren Form zu einem inneren Zustand des Seins oder umgekehrt. Also das ist Fragen nach der Identität, was bin ich, was macht
mich aus? Was ist die Komposition? Und über Kleidung, über das Thema Haut, ist das mein Weg, das zeigen zu können. Toll. Klaus, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Du hattest es selber schon angesprochen, Ikonen. Wie geht man daran, dass man irgendwie Tradition, aber doch auch Zukunft, das muss irgendwie funktionieren. Es muss immer der Golf sein, aber es muss trotzdem der neue Golf sein. Sagst du dann einfach deinem Team jetzt, seid alle mal kreativ und dann schauen wir, was dabei rauskommt? Oder gibt es da gleich von vornherein Eingrenzungen? Wie entsteht die 7. Ikone, die 8.? Ja, dass man kuratiert ein bisschen und schaut halt, welche Elemente machen denn die Ikone aus? Aus was besteht sie denn? Dazu muss man ja erstmal verstehen, was es zur Ikone gemacht hat. Man muss tief in die Marke einsteigen und dann entwickelt man über Zeit auch ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist. Das fällt einem nicht so zu. Da habe ich lange für gebraucht. Aber kreativ Marke darf man zu verstehen. Trotzdem auch noch sein. Oder ist es Ja, schon na klar, eher- das ist dann, aber der Base Layer ist ja erstmal, dass man jetzt nicht einfach irgendwas drauf losmacht, sondern sehr überlegt und dezidiert und immer wieder prüft, immer wieder verwirft und irgendwann ist man dann am Punkt, wo man sagt so, okay, das jetzt ist perfekt. Und dann prüft man nochmal. Verändert nochmal ein kleines Aber perfekt muss es sein. Ja, der Anspruch ist schon extrem hoch. Gerade bei Fahrzeugen, die Produktidentität, die eine ikonische Qualität haben, die halt jetzt schon über Generationen entwickelt sind. Da gucken natürlich auch alle drauf. Das, was ihr alle kreiert, wollt ihr ja sicherlich, dass das am Ende das ist, was es ist. Aber wie ist das bei einer Künstlerin? Arbeitet man dann immer wieder dran oder ist dann irgendwann auch, dass man sagt, jetzt ist es fertig, jetzt ist es perfekt? Also so, ich kenne das dann irgendwie auch damals noch aus der Zusammenarbeit mit Galeristen, die sagen, oh, das ist doch jetzt super, mach doch davon nochmal 10. Und dann denke ich, nee, ich habe ja alles in dieser eine gegeben. Ja. Da habe ich mir ja so viele Gedanken gemacht, ich habe so viele Entscheidungen getroffen, warum jetzt so und nicht anders. Das ist nicht beliebig und so. Und da ist so viel entschieden worden. Und es wird mich jetzt nicht reizen, noch eine zu machen. Das wäre sozusagen Kunst für den Markt oder so, weil es sich super verkaufen lässt. Aber da käme nichts bei rum. Es würde keine bessere Skulptur bei rauskommen. Definitiv nicht. Aber es ist eigentlich ganz interessant, wie man so schön sagt, wir stehen ja alle auf den Schultern von Riesen. Also man baut ja irgendwo immer schon auf dem auf, was schon da ist. Es gibt ein Vorgängermodell. Bei Anita, wenn ich mir diese Bemerkung als Kunsthistoriker erlauben darf, kennen Sie bestimmt alle dieses berühmte Bild von Otto Dix, Anita Berber, in diesem wirklich blutroten Kleid, vor einem blutroten Hintergrund, das so extrem expressionistisch und unglaublich beeindruckend ist. Also ich unterstelle dir mal, dass du das wahrscheinlich auch im Hinterkopf hattest. Klar. Also und bei mir geht es ja genauso. Ich meine, wenn ich einen Text schreibe, dann lese ich natürlich erstmal alles an Literatur, was es dazu gibt und man wird natürlich auch darüber inspiriert. Und das ist ja, glaube ich, auch das, wie, wenn man sich nochmal darüber Gedanken macht, wie kreative Prozesse stattfinden, dass letztendlich immer auch ein Input sein muss. Wir alle gucken uns ständig irgendwelche Sachen an. Man guckt, was andere Hersteller wahrscheinlich an neuen Produkten herausgeben, was an anderen Kunstwerken passiert und so weiter. Ich gucke mir natürlich ständig Ausstellungen an. Also wir alle besorgen uns ja auch irgendwo Inputs, die man auch braucht, um einfach sich weiterentwickeln zu können. Und insofern ist es schon auch sicherlich ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass natürlich die wenigsten Sachen, würde ich mal sagen, ausschließlich aus sich heraus entstehen, sondern weil man irgendwo immer letztendlich auf dem aufbaut, was auch schon da ist und versucht, das eben weiterzuentwickeln. Bei uns ist das so, dass wir dann einfach mit Kreativmethoden im Team arbeiten. Wenn man merkt, so auf einem Weg komme ich nicht hin, anderen einschlagen. Andere Methode, anderes Medium, andere Gruppenzusammensetzung und dann fliegt das meist. Funktioniert in der Regel. Weil wir müssen ja was abliefern. Es ist bei mir anders. Ich bin das Team. Und wenn dem Team nichts einfällt, dann dann ist der ganze Laden sozusagen lahmgelegt und so. Und ich kenne das total gut. Also so dieses Kreativ mit IE, also wo man echt denkt, oh Gott, da fällt mir jetzt nichts ein oder das ist jetzt hier völlig beknackt und so. Kreativ mit der Deadline umgehen. Nein, klar, habe ich natürlich auch, dass einem irgendwie gar nichts einfällt, aber ich denke auch wichtig ist, dass man, also gerade wenn man schreibt und was Gutes schreiben will, keinen Druck zu haben. Also natürlich, irgendwann ist der Punkt erreicht, da muss man irgendwas aufs Papier bringen. Meistens funktioniert es dann auch.
Und mal ist man mehr zufrieden mit dem Also Text, ist mal Druck weniger. gut oder nicht gut? Nicht wirklich, nee. Also in Maßen schon vielleicht so ein bisschen, aber in der Regel ist eigentlich, manchmal kommen mir auch gute Ideen dann irgendwie, wenn man nachts wach liegt oder so. Vor ein paar Jahren hatte ich das Problem, als ich in meiner früheren Wirkungsstätte, dem ZKM, war, wo wir nicht viel Geld hatten, wir hatten nicht viel Budget und hatten aber dann eine Ausstellung mit der Medienkunst der Sammlung Götz, wo ungefähr 50 Videoarbeiten gezeigt werden mussten. Und habe ich gedacht, wie soll ich mit dem Budget jetzt irgendwie Räume bauen, wo man 50 Videos zeigt? Und dann bin ich dann nachts wach geworden und dachte, Mensch, dann stellst du einfach Überseekontainer in die Ausstellung und dann haben wir, wie man sehen kann, 20 Überseekontainer da reingestellt. Man kennt das ja, da steht normalerweise ja der Name der Shipping Company drauf. Da haben wir dann überall die Künstlernamen groß draufgeschrieben. Die mussten natürlich so ein bisschen ausgestattet werden mit schallisolierenden Materialien. Aber es hat insofern gut funktioniert, weil ungefähr ein Viertel der Arbeiten auch mit Wasser und mit Seewegen zu tun gehabt hatte. Also insofern war es auch noch eine inhaltliche Komponente. Auch das ist Kreativität. Auch das ist Definitiv. Natürlich. das ist eine Mischung zwischen Alltagskreativität und schöpferischer Kreativität im Grunde genommen, dass man einerseits eine Lösung und ein Problem hat, wie kriegt man das finanziell gestemmt, aber trotzdem und wo man dann irgendwie einen Mehrwert hat und immerhin ist diese Ausstellung dann wieder woanders ausgestellt worden in einer Ausstellung, wo es um Container geht, um den kreativen Einsatz mit Containern, wo ich natürlich auch dann ein bisschen stolz war, dass dann meine Idee dann irgendwie wiederum woanders ausgestellt worden ist. Also, aber das kann man natürlich auch nur einmal machen, weil sonst ist ja dann auch heißt es ja auch, dem fällt nichts mehr ein oder das schon wieder oder so. Aber für das eine Mal war es wirklich. Der hat's mit den wirklich funktioniert. Containern. Genau. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, euch dreien. Ich finde, das war eine tolle Konstellation und es ist spannend gewesen, über Kreativität auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen zu hören. Und ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön Gerne. zurück.